Heute begeben wir uns auf die Spuren einer ehemaligen Herzogsburg. Wir befinden uns heute im Schlichemtal in Baden-Württemberg. Hier liegen versteckt im Wald die Ruinen der Burg Irslingen, auch Urslingen genannt. Die Besitzer dieser Burg machten eine bemerkenswerte Karriere. Wann die Herren von Urslingen die Burg erbauen ließen, ist nicht restlos geklärt. Erstmals erwähnt wird sie im Jahr 1178. Doch die Wehranlage dürfte älter sein. Burg Hohenstein, welche sich ebenfalls im Besitz der Familie befand, findet jedenfalls schon um 1100 erstmals Erwähnung. Außer den Gütern rund um diese beiden Burgen gehörten den Urslingern auch Ländereien um Rottweil, Burg und Stadt Schiltach, die Stadt Hornberg sowie weitere Besitzungen. Die Hauptburg Urslingen soll aus 3 Gebäuden bestanden haben, welche von einer Mauer mit 3 Flankierungstürmen umgeben waren. Zu sehen gibt es noch Reste eines Turms, welcher eine schöne Aussicht auf das Tal bietet, sowie eine Reihe von Mauerzügen. Konrad von Urslingen machte in der staufischen Reichsverwaltung eine steile Karriere. 1176 wird er zum Herzog von Spoleto in Mittelitalien ernannt. Der spätere Kaiser Friedrich II. Wuchs die ersten 3 Lebensjahre bei der Gemahlin Konrads auf. Mit dem Tod von Heinrich VI. Geht das Herzogtum allerdings an die Kirche. Er wird nun zum Reichsverweser von Sizilien ernannt. Das heißt, er war dort Stellvertreter des Königs. Doch auf dem Weg dorthin fand er den Tod. In der Folge versuchten seine Söhne, das Herzogtum zurückzugewinnen. Doch sie scheiterten. Während des 5. Kreuzzuges wurde Reinald von Urslingen zum kaiserlichen Stellvertreter in Italien und Sizilien ernannt. 1228 löste er einen Krieg zwischen Kirchenstaat und Königreich aus. 2 Jahre später fiel er beim Kaiser wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in der Finanzverwaltung in Ungnade und wurde verhaftet. 1233 erhielten die Urslinger freien Abzug aus Sizilien. Ihre Güter wurden jedoch beschlagnahmt. Den Herzogstitel durften sie hingegen behalten. Reinald verblieb im Kirchenstaat. Doch ein Teil der Familie zog zurück in die schwäbische Heimat. Nach und nach verloren sie jedoch auch dort ihre Güter. 1327 bereits befand sich ihre Stammburg in der Hand der Württemberger. Sie wechselte im Laufe der Jahrzehnte noch mehrmals den Besitzer. 1533 scheint die Burg bereits eine Ruine gewesen zu sein. Ob sie einfach verlassen wurde und deshalb verfiel, oder sie in einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstört wurde, bleibt unklar. Doch was wurde aus den Urslingern? Reinald IV., der letzte Herzog, musste im Jahr 1381
aus Geldnot mit der Herrschaft Schiltach den letzten Besitz der Familie veräußern. Käufer war Graf Eberhard II. Von Württemberg. Laut einem Chronisten starb Reinald 1442 als armer, verderbter Bettelherzog. Mit ihm starben auch die Urslinger aus. Wie würde die Burg wohl aussehen, wenn Reinald etwas ehrlicher gewesen wäre? Vielleicht wäre sie noch intakt und die Urslinger wären immer noch ihre Besitzer. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall ist die Ruine ein weiterer spannender Punkt auf der Landkarte. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.